Ich habe für 30 € den FIFA 23 Trading Discord von Foot Sheriff getestet, damit du es nicht tun musst. Schreib vorab gerne in die Kommentare, ob du denkst, dass es sich gelohnt hat, und smash das Däumchen nach oben für weiteren Content wie diesen. Ich habe im Oktober und November bei Sheriff immer mal wieder Beiträge über einen Trading Discord gesehen, an dem er wohl selbst beteiligt sein soll. Da ich selbst einen erfolgreichen Trading Discord leite, hat mich das Thema schon böse gejuckt. Ich meine, dass mein Preis im Gegensatz zu anderen FIFA Trading Discords überdurchschnittlich billig ist, war mir ja immer klar, da ich ja bewusst eine faire Alternative für die FIFA Community bieten wollte. Trotzdem habe ich mich oft gefragt, liefere ich oft genug Tipps? Sind meine Gewinne hoch genug? Habe ich genug Methoden am Start? Und so weiter. Und da brauche ich jetzt nicht um den heißen Brei labern, alleine aufgrund des Discord-Preises war meine Erwartung schon maximal hoch, denn der Preis steht ja über allem. Entsprechend hart muss ich auch mit diesem Experiment ins Gericht gehen. Die Bres wollen halt einfach 25,50 € im Monat und dazu kommen noch fast 5 € Zusatzgebühren, die vermutlich an Patreon und die Zahlungsdienstleister gehen. Aber ganz ehrlich, Freunde, wie ein Geldbetrag aufgeteilt wird, ist mir als Konsument ja sprühwurscht egal. Fakt ist, ich musste 30,35 € bezahlen. Fun Fact: Für diesen Betrag könnte man selbst auf einer teuren Mainstream-Seite einfach direkt 250.000 Coins ohne Aufwand kaufen. Bei anderen Seiten und privaten Anbietern würde man sogar noch viel mehr rausholen. Ich persönlich halte diese Preise für kompletten Wucher, unabhängig davon, wie erfolgreich die Gruppe ist. Aber das muss ja am Ende des Tages jeder für sich selbst entscheiden. Aber gut, zurück zu den Erwartungen abseits des Preises. Wir reden ja von Foot Sheriff, der bekannteste und zuverlässigste Leaker bei FIFA 23. Da man ja immer wieder von exklusiven Discord-Leak-Gerüchten gehört hat, habe ich mir selbstverständlich gedacht, hey, wenn nicht hier, wo dann? Mal schauen. Dann haben wir noch zwei Trader am Start, die aktiv beworben werden. Duck, der von sich selbst behauptet, in den Top 100 bei FIFA 21 gewesen zu sein. Und noch besser, der Mitch. Der sagt einfach, hey, ich war beim Transfer Profit schon mehrere Male die Nummer 1 weltweit. Dass dieses Transfer Profit Gelaber absolute Hohlschiss ist, werden wir aber noch später thematisieren. Mitch, der gute Mann, ist zudem unser Landsmann. Also hoffen wir natürlich alle für ihn, dass er bei der Asche, die er mit dem Discord-Server macht, auch brav ein Gewerbe angemeldet hat und seine Steuern zahlt. Mit Bro Finanzamt ist er da bekanntlich nicht gut Kirschen essen. Aber nun gut, mit dieser Dreierkette kann ein Discord-Server doch nur absolut erfolgreich laufen. Oder? Ich habe für den Monat Dezember reingepayt, bin auf den Server gegangen und mein erster Eindruck war, Bro, ich wurde gescammt. Ja, es gibt viele halbaktive Kanäle, ja, hier und da werden Nachrichten geschrieben, ja, die zwei Trader melden sich täglich zu Wort. Aber Bro, ich habe 30 € gezahlt und das für den besten Leaker, einen Top 100 Trader und den mehrmaligen besten Trader weltweit. Also möchte ich verdammt nochmal Action, Action, Action! Tipps, Tipps, Tipps! Flipping, Flipping, Flipping! Aber irgendwie hatte ich direkt ein Gefühl von Reue, dafür 30 € gezahlt zu haben. Und warte mal, wo ist eigentlich Foot Sheriff? Egal welcher Kanal, man findet ihn einfach nicht. Schauen wir doch mal in den League-Kanal. Ach so! Da werden auch einfach nur seine Twitter-Beiträge geteilt. Ich meine, alleine das ist schon ein ziemlich krasser Scam. Denn in den Beiträgen ist immer von wir und uns die Rede. Derweil gibt es den Sheriff gar nicht auf dem Server. Mit anderen Worten, Sheriff ist scheinbar nur Werbeträger für den Server. Er wird sicher eine gewisse Provision für das Bewerben bekommen und das war es dann auch schon wieder. Schlau wie er ist, sind bei den Beiträgen auch immer brav die Kommentare deaktiviert, so kann man natürlich auch kein unangenehmes Feedback bekommen. KLUK, klug. Mit diesem großen Letdown musste ich mich echt erstmal abfinden. Aber nun gut, wir haben ja immer noch zwei erfolgreiche Trader. Nun war die Frage, was die denn so treiben? Ja, die Antwort, gar nicht mal so viel. Und das, obwohl wir ja Action, Action, Action erwarten. Positiv war, dass es täglich nach 19 Uhr eine Übersicht gab, was es Neues an Content gab und was interessant sein könnte. Gleichzeitig wieder negativ war, dass sich da relativ wenig getan hat und sehr viele Sachen sich ständig wiederholten. Vor allem das Wort Futter konnte ich nach wenigen Tagen nicht mehr lesen. Bro, ich zahle doch keine 30 € nur, um mit Futter und Clubstocking zu traden. Zumal der Dezember wirklich kein geiles Monat für ständiges Futter-Trading war.
Im Allgemeinen fand ich einfach wenig Dynamik in den Tipps, aber auf ein paar Sachen kann und muss man trotzdem eingehen. Meta Slow Flips, der Klassiker solcher Trading-Gruppen. Mag man meinen. Also Spieler als Invest einkaufen und dann halt irgendwann mit Gewinn wieder verkaufen. Beim besten Trader weltweit erwartet man da ja dann doch irgendwie dauerhaft und tägliche Tipps. Aber Pustekuchen. Anfang Dezember lief es mit den Tipps echt noch gut. Schließlich konnte man aus den PTG-Spielern auch viel herausholen. Aber eine gute Woche später kam der totale Einbruch. Es kamen Tipps wie Carvajal PTG für gute 135k einkaufen. Der Preis ist dann total auf unter 100.000 gecrashed. Bei anderen Investings sah es die kommenden Tage dann ähnlich aus. Sie waren eben nicht mehr von Erfolg gekrönt. Und jetzt dürft ihr mich bitte nicht falsch verstehen. Das Problem ist nicht, dass Invest-Karten nicht geklappt haben, denn Verluste passieren wirklich den besten Tradern. Das Schlimmste ist, dass man plötzlich das Traden komplett eingestellt hat. Meiner Meinung nach darf man beim Misserfolg nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern man muss sich Gedanken machen, wie man es das nächste Mal wieder besser macht. Aber nein! Im Meta Slow Flip Kanal kam zwischen dem 17.12. und Ende Dezember gar nichts mehr. Also ganze 2 Wochen. Stattdessen kamen immer wieder Rechtfertigungen, dass man sich aufs Futter konzentrieren möchte und man die Community ja vor Verlust bewahren möchte, da der High-Budget-Markt vor dem TOTY immer weiterfallen wird. Ja, no joke. Mitte Dezember hat man vom TOTY gesprochen. Die Daumen runter haben sie sich redlich verdient. Und Spoiler, der Markt ist nicht durchgehend gesunken und es gab genug Gewinnmöglichkeiten für den High-Budget-Markt. Ebenso gab es eine Flipping-Liste, die mich aber auch 0,0 überzeugt hat. Es wurden neue Eventkarten, teilweise erst 2 bis 3 Wochen oder eben gar nicht zur Liste hinzugefügt, obwohl diese ja das meiste Potenzial zum Flippen mitbringen. Zudem waren sehr selten Preise im grünen Bereich, also im Jetzt sollte man kaufen Bereich. Ich habe schon 2 andere Trader erlebt, die mit einer solchen Liste gearbeitet haben und da war ich sichtlich begeistert. Das kann ich hier absolut nicht sagen. Aber auch wenn das meiste bis jetzt negativ war, kommen wir nun zum Lichtblick vom Server. Es gab so 2, 3 zusätzliche Trader, die ihre eigenen Kanäle hatten und dort ihre Tipps ausspeichern konnten. Und da war einer dabei, der ungelogen den kompletten Server gecarried hat. Tägliche Tipps, Flips, wann einkaufen, wann verkaufen und so weiter. Der Typ war das, was man von den anderen 2 Tradern eigentlich erwartet hat. Der Erfolg seiner Tipps war okay und der Input war wirklich klasse. Eigentlich müsste der Discord Ibis Trading Discord heißen, denn ohne den Dude wäre der Server nicht mal kostenlos eine Bereicherung in der Trading-Szene. Warum der Erfolg trotzdem nur okay war, bringt uns zum allergrößten Problem vom Server. Die Einkaufsempfehlung. Schaut euch mal links Invest-Tipps von meinem Server und rechts Invest-Tipps vom Sheriff-Server an. Euch sollte auffallen, die Tipps vom Sheriff-Server sind sehr häufig an einen Preisfehler gebunden. Das heißt, diese Tipps sind vielleicht für eine Handvoll Leute geeignet, aber nicht für eine größere Menge. Hier zum Beispiel Amavi Wildcard. Der hat beim Tipp offensichtlich 39.000 Coins gekostet mit einem Preisfehler von 36.000 Coins. Die Invest-Empfehlung war aber maximal 36.000 Coins. Heißt, mit Sniping-Glück konnte man in den Invest gehen, aber Trader, die mit Sniping absolut gar nichts am Hut haben, hatten quasi keine Chance, überhaupt in den Invest zu gehen. Klar ist das Snipen einer der wichtigsten Trading-Methoden bei FIFA, das sage ich auch immer wieder, da man so bei Invest immer einen guten Puffer erarbeiten kann. Aber man kann doch nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass es erstens jeder gut kann und zweitens jeder so tradet. Von einem guten Trader erwarte ich doch solche Beiträge wie bei mir. Also, das ist der aktuelle Preis, für den ich investieren würde und jeder, der möchte, kann ihn jetzt für diesen und jenen Preis mitnehmen. Oder anders gesagt, von einem guten Trader und 30 € Discord erwarte ich solche Beiträge wie bei mir, nur in noch besser, in einer häufigeren Form und mit mehr Gewinn. Das war hier leider absolut nicht der Fall. Im Gegenteil. Wenn die beiden Trader wirklich etwas drauf haben, dann verschweigen sie ihrer zahlenden Community die richtigen Tipps. Das ist einfach Fakt.
denn mit den geposteten Tipps aus dem Monat Dezember mehrere Millionen Coins zu machen, was man als Top 100 Trader ja machen muss, war in keinster Weise möglich. Wenn man es positiv ausdrücken möchte, muss man aber auch sagen, dass ich nie das Gefühl hatte, dass Mitch und Doug auf dem Rücken der Community Gewinne machen wollten, also ihre eigenen Supporter quasi für ihren Profit ausnutzten. Dafür waren die Tipps einfach zu wenig und zu schlecht. Ach ja, wir wollten auch noch mal kurz zum Thema Transfer Profit zurückkommen. Jeder Schlaukopf weiß, dass der Transfer Profit relativ wenig damit zu tun hat, ob man ein erfolgreicher Trader ist, da man diesen mit etlichen Methoden künstlich in die Höhe treiben kann. Laien wissen dies aber nicht, entsprechend gibt es genug Trader, die immer wieder bewerben, dass sie ja in den Top 100 der Transfer Profits waren oder sind, da dies eben als schlagfertiges Argument für Erfolg durchgeht. Aber Freunde, lasst euch eines gesagt sein, denn es ist immer wieder der Fall, gerade die Leute, die damit werben, Top 100 Trader zu sein, haben oftmals gar nichts im richtigen Trading-Know-how zu bieten. Auch ich war schon in den Top 100 und könnte damit werben, aber ich sehe einfach keinen Sinn darin. Ich meine, sind die Teasies jetzt auch Top-Trader, nur weil sie in der Liste sind? Das ist absoluter Schwachsinn. Bei Mitch und Doug muss man ja dazu sagen, dass sie eine Kooperation mit Sheriff haben. Dass sie also Profit mit Vorab-Leaks machen, ist nicht komplett abwegig. Nachweisen kann man es natürlich nicht, aber gerade bei diesen Schrott-Tipps müssen die angeblichen Millionen ja auch irgendwie zusammenkommen. Sorry für die Deutlichkeit, aber ich habe 30 € verbrannt. Und 30 € ist aktuell viel wert. Nun gut, nun habt ihr meine Meinung und ihr habt die positiven Meinungen von den Beiträgen, die immer beworben werden. Aber wie sehen die unangenehmen Feedbacks in der Realität aus? Ja, das muss man dem Preis lassen. Es gibt einen extra Feedback-Kanal und dort stellt man sich auch der negativen Kritik. Aber sind wir mal ehrlich, die negative Kritik ist oftmals vernichtend. Und viele denken 1:1 das gleiche wie ich. Ehrlich gesagt hat es mich gewundert, dass über Wochen so viele Nutzer immer wieder ruhig geblieben sind und keine Randale gemacht haben. Dafür, dass man für seine 30 € echt wenig Leistung bekommen hat. Klar kann man es nicht jedem recht machen und auch nicht jeden Geschmack treffen. Ich bin mir sicher, dass es bestimmt auch Leute gibt, die sagen, dass ihnen mein Trading-Discord nicht getaugt hat. Aber das Feedback hier ist schon ein anderes Level. Vor allem ist es ja wirklich richtiges Feedback und kein 0815-Gehate. Die meisten haben ihre Kritik auch sehr nett formuliert, obwohl man eben auch gemerkt hat, dass eine Unzufriedenheit absolut vorhanden war. Im Fazit werden nun vermutlich einige sagen, Shibi, du warst echt streng und hast teilweise übertrieben. Das will ich auch gar nicht leugnen, denn ich habe ja gesagt, der Discord wird am Preis gemessen. Wären es 20, 15 oder 10 € gewesen, wäre es auch eine komplett andere Geschichte gewesen. Aber meiner Meinung nach wird der Discord allem über 10 € absolut nicht gerecht. Klar gibt es auch zufriedene User und Leute, die sich dort gerne austauschen, aber neutral betrachtet, wenn man bedenkt, was es für ein riesiges Angebot an Trading-Discords und vor allem kostenlosen YouTube-Videos gibt, ist der Sheriff, Doug und Mitch Server einfach nur frech. Ich will auch nicht abstreiten, dass der Oktober oder November wohl möglich besser lief, aber wir sprechen im Dezember vom ersten Quartal des FIFA-Teils und da kann man sich so einen Totalausfall einfach nicht erlauben. Ich habe absolut gar nichts vom Server umgesetzt, was auch absolut okay ist, denn ich stehe auf den eigenen Füßen, aber das einzige, was ich für meinen eigenen Server mitgenommen habe, sind Bot-Kommandos, damit man Futter schneller findet. Das ist echt eine coole Idee. Danke dafür und ansonsten danke für nix. Eure Meinung gerne in die Kommentare und falls ich Shibi noch heimlich in andere Discords reinkaufen sollte, schreibt gerne Vorschläge in die Kommentare. Habet Ehre, haut rein.